Heute, am vierten Tag der Cannes Boat Show, stehen wir mit dem Bootsbauer, dem Erbauer und dem Gründer, Ideengeber und Investor des Swisscat 55 hier in Cannes. Wir sind mächtig stolz, dass nach 2 Jahren Entwicklungs- und einem Jahr Bauarbeit dieses große 55 Fuß Carbon Reinforced Epoxy Schiff hier vor uns liegt. Und die haben uns erlaubt, das Schiff zu besichtigen, und das wollen wir jetzt tun. Willkommen an Bord! Dieser Swisscat 55 Bau Nummer 1 ist direkt von der Werft aus Fano hierher versegelt worden. Direkt nach dem Maststellen ging die Reise los und wir sind pünktlich eingetroffen. Das Schiff hat auf den ersten Hunderten von Meilen bewiesen, wie gut es mit Leichtwind tatsächlich umgehen kann. So, neben der Achterdecksplattform, an der das Dinghy an einem Club David hängt. Das Club David liegt noch auf der Werft, das haben wir im letzten Moment nicht mehr untergebracht, werden wir aber nachliefern. Können wir hier, Achtung, direkt in den Maschinenraum einsteigen. Auch hier Yanmar-Motorisierung, reichlich Raum um die Maschine herum. Wir haben eine Seilzugsteuerung, Dynema, dann den Autopiloten natürlich auf Hydraulik und reichlich Raum ringsrum in dem komplett geschotteten Motorraum, der also keine Emissionen oder auch bei Wassereinbruch keine Feuchte in den Innenraum bringt. Hier haben wir das großzügige Cockpit mit 8-Taucher Bank, dann ringsrum Sitzgelegenheiten. Darunter steht es natürlich reichlich Stauraum. Die große Tischfläche ist verlängerbar, dass ich hier tatsächlich eine lange Tafel für 24 Personen errichten kann. Und die Installation, die Ausstattung, das gesamte Interieur ist wählbar bei diesem Schiff. In diesem Segment definiert wirklich der Eigner sein Schiff. Dieses ist auf Wunsch und mit den Maßgaben des Investors gebaut worden. Es ist die Bau Nummer 1. Die Nummer 2 ist bereits im Bau und die Werft plant 3 Schiffe pro Jahr, ganz individuell nach eigenem Wunsch zu bauen. All das, was wir hier sehen, ist also individuell. Jede Oberfläche ist frei wählbar, jede Ausstattung. Hier haben wir jetzt Electrolux, wir haben einen großen dreiflammigen Gasherd. All das ist aber, wie gesagt, als Vorgabe übernehmbar, aber Sie können auch jede eigene Installation und Dekorwunsch einbringen. Und es ist natürlich alles höchste italienische Bootsbaukunst. Das heißt, alle Flächen sind wirklich Massivholz mit einem geschlossenen Sandwich-Kern. Das heißt, wir haben hier extremen Leichtbau in edelster Ausführung. Hier ist tatsächlich der Kartentisch, Hauptarbeitsplatz für den Navigator, mit 2 großen Displays, die im Bussystem alle Funktionen auf dem Schiff spiegeln. Wir haben hier oben auch nochmal alle Instrumente für Wind, Windengel, Tiefe, Geschwindigkeit. Also all das, was ich zum Performance-Segeln brauche, spiegeln wir hier direkt in dem Sichtbereich der Crew im Salon. Dann wie üblich große, mit edelsten Tropfen versehene Kühlfächer, 4 Stück hier an der Zahl. Direkt aus dem Brückendecksalon gehen wir zuerst einmal in den Steuerbord, in diesem Fall Gästerumpf. So, hier haben wir die große Eignerkabine, oder in diesem Fall ist es die Prime Gästekabine, die spiegelt die Eignerkabine, mit großen 2x2 Meter Bettfläche, reichlich Lichtdurchlässe, das heißt, wir haben hier wirklich immer einen extrem lichten, freundlichen Raum, Lüftungsmöglichkeit im achteren Fenster, Querlüftung. Dieses Schiff ist natürlich auch komplett klimatisiert. Also wir haben hier eine vollständige Klimaanlage in allen Bereichen. Besonders erwähnenswert ist hier tatsächlich die edle Holzauswahl. Also diese
tatsächlich massiven Fußböden, die aber extrem leicht auf eben Sandwichkernen sitzen, schaffen einfach eine extrem wohnliche Atmosphäre und Langlebigkeit. Dann bitte einmal ganz nach vorne durchkommen in den Gästebereich Steuerbord vorn. Auch hier in diesem Fall 1,70 Meter, Kojenbreite mal 2 Meter. Alles natürlich mit LED-Illumination. Große, über die gesamte Kabine reichende Fensterfläche. Auch natürlich klimatisiert. Große, tiefe Schränke mit Hänglockern. Und zentral zwischen den beiden Gästekabinen haben wir dann die Bad-WC-Einheit mit großer Dusche. Ich gehe mal hier aus dem Weg. Hier ist das WC und dann haben wir auf der anderen Seite den Duschbereich. Luxus ist natürlich hier bei dieser Schiffsgröße in jedem Detail, also auch die Türbeschläge, die gesamte Ausstattung ist wirklich vorbildlich. Scharniere. Ja. Gut. Vom Salon auf die Backbordseite gehen wir nun mal in den Eignerrumpf. Hier ist dann ein ganzes Kabinett als Schrankfront angebracht und hier achtern das große Eignerbett. Hier haben wir das Bürotischchen im Mittelbereich, da kann auch ein Schminktisch oder ein Schrank untergebracht werden. Wie gesagt, die Ausstattung ist wirklich komplett individualisierbar. Nicht zu vergessen sind natürlich auch solche praktischen Errungenschaften wie hier die 7 Kilo Waschmaschine, die aber komplett hinter der Kabinentür verschwindet. Hier haben wir nun ein großes Eignerbad mit großen Spiegelschränken. Rain-Shower-Dusche, auch hier. Und natürlich überall gute Belüftung und gute Belichtung durch die großen Fensterflächen. Und dann gehen wir an Deck. So, und jetzt sind wir hier am Steuerstand, einem der beiden redundanten Steuerstände mit allen Einrichtungen, die das Segeln erfreuen. Hier haben wir die Fock-Off-Furler In-Out, Genua-Furler In-Out, die Deckerboards tatsächlich elektrisch gesteuert, Backboard, Steuerbord, Ankerwinch und den Mainsail Traveler, der ebenfalls über eine Antal-Endlos-Winch läuft. Das heißt, Sie haben wirklich alle Systeme hier über Knopfdruck steuerbar. Selbstverständlich aus Sicherheitsgründen auch noch alles händisch zu erledigen. Alle Elektrowinschen sind natürlich auch per Hand betriebbar. Dann haben wir aber hier tatsächlich nicht nur im Handbereich, sondern auch im Fußbereich alle Funktionsknöpfe für die Winschen und können von hier also alle Segelstellungen definieren. Wir können alle Refs von hier durchführen und ja, wir sollten einhandtauglich mit einem 55-Fuß-Schiff übers Meer fahren können. Ganz besonders attraktiv erscheint uns das Design des Schiffes. Wir haben also hier vom François Pérusse aus dem Pariser Studio eine Konzeption, die nach der ein oder anderen Diskussionsrunde nun uns wirklich begeistert. Überall sicherer Stand und Halt durch Handläufe, integriert in das große überkragende Decksdach. Wir haben also hier einen negativen Sprung
in den großen Fensterflächen, die eben UV-Eintrag reduzieren. Und ich denke, das Design spricht schon für sich. Das sehen wir wahrscheinlich besser in einem anderen Video nochmal von außen. Heute sind wir ja ein bisschen eingeparkt in Cannes. Hier habe ich also meine 3 großen Vorsegel. Code Zero oder Gennaker, Genua und Fock. Alle über Fagnor Furler direkt über Knopfdruck steuerbar. Große Trampolinflächen, die wir gerne noch in Schwarz setzen wollen. Aber jetzt fahren wir erstmal die erste Reise mit weißen Trampolinen. Und hier der große Longitudinal Compression Beam, natürlich komplett in Carbon. Also wir haben das Schiff nicht als komplett Carbon-Konstruktion definiert, sondern um eben eine Reisetauglichkeit zu erhalten und nicht das harte Knallen der Carbon-Katamarane zu erleben, ist das gesamte Casco in Epoxy-Glas gebaut und alle relevanten Strukturelemente wie Beams oder eben der Longitudinal Beam, die gesamten Putting-Sektionen sind in Carbon gehalten. So, also die Form dieser SC55 überzeugt uns in Gänze. Von den Segelleistungen bisher leider nur bei Leichtwind sind wir begeistert. Die Gesamtkonzeption halte ich für extrem ausgereift. Also man sieht schon, dass Swisscat nicht das erste Schiff baut, sich seit wirklich Jahrzehnten mit Performance-Katamaranen für Langfahrt auseinandersetzt. Und das spiegelt sich hier sehr schön, eben in der Kombination von reisefähigem Epoxybau, das heißt ohne jemals die Bedenken bezüglich Osmose aufkommen zu lassen, dann die gesamte Struktur tatsächlich in Carbon zu festigen und das Schiff dennoch als Kompromiss für die große Reise oder als Racer zu konzipieren. Das heißt, dieses Schiff wird gerne Windgeschwindigkeit segeln, das haben wir schon bewiesen. Und wir haben in dem Polardiagramm ein Open End bei 32 Knoten definiert. Das sind dann aber Winde ab 25 Knoten wahrem Wind. Da geht das Schiff dann natürlich nochmal besser ab. Hier auf dem Salondach der Swisscat 55 haben wir formschlüssig verklebt 4,2 kWp Solarleistung untergebracht. Das heißt, dieses Schiff segelt wirklich völlig autark. Mit der Gesamtausstattung haben wir in der Energiebilanz im Mittelmeer und im Nordsommer jederzeit volle Lithium-Akkus und können also mit dem entsprechenden Entertainment und Starlink-System auch remote auf jedem Platz oder Ozean dieser Welt unabhängig leben und arbeiten. Wir sind mit den Erbauern der Swisscat 55 Nummer 1 und dem Eigner sehr stolz und zufrieden, dass das so schön gelungen ist. Also das Schiff macht wirklich einen super Eindruck. Wir haben viel Zulauf hier in Cannes und wir bekommen viel Lob, was jetzt auch verdient scheint nach 3 Jahren harter Arbeit. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, hoffe, dass wir ins Gespräch kommen zur Swisscat oder einem vergleichbar prächtigen Multihull. Und bei Catsail machen wir nichts anderes, als auf Ihren Anruf zu warten.